Let's start the message of this morning. It's Christmas time. Well, Advent time, I mean. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Wir haben heute eine Adventsbotschaft. Wir lesen in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Message this morning is the gift of peace. Die Botschaft heute Morgen ist das Geschenk des Friedens. Wow, peace is so important. Frieden ist so wichtig. So many people have big houses, nice cars, but they don't have peace. So viele Leute haben große Häuser und schöne Autos, aber haben keinen Frieden. Peace is something that you cannot buy. Frieden ist etwas, das kannst du nicht kaufen mit Geld. Peace has nothing got to do with your circumstances. Und Frieden hat nichts mit deinen Umständen zu tun. You could be in a very, very quiet place. Du kannst an einem sehr ruhigen Ort sein And yet you do not have peace. und trotzdem ohne Frieden. There are people in the midst of a battle. Es gibt Leute, die sind mitten in einem Kampf And yet they have peace. und trotzdem haben sie Frieden. Irma and I, we visited Pastor Gottfried when the latter days of his life. Mami Irma und ich haben den Pastor Gottfried an den seit letzten Tagen von seinem Leben besucht. He was having a hard time breathing. Cancer has spread all over. Und er hatte eine schwere Zeit, konnte nur noch schwer atmen wegen dem Krebs. He was lying on his bed. Er lag auf seinem Bett. When he heard that we came, he stood up. He sat up. Und als er gehört hat, dass wir gekommen sind, hat er sich aufgesetzt. For more than 2 hours we talked. Mehr als 2 Stunden haben wir gesprochen. And he was just so enthusiastic talking about his encounters with the Lord. Und er war so enthusiastisch und hat über seine Begegnungen mit dem Herrn gesprochen. He was a man dying. Cancer has spread all over. Da war ein Mann, der ist gestorben, weil der Krebs, He was dying. er lag im Sterben. But he was so peaceful. Aber er war so voller Frieden. No fear. Ohne Angst. Absolutely no fear. Er hatte keine Angst. There are people, they're healthy. Es gibt Leute, die sind gesund. They're looking for something to worry about. Und sie suchen etwas, worum sie sich Sorgen machen können. They cannot believe that they are healthy. Sie können nicht glauben, dass sie gesund sind. You see, God is not the author of confusion, but He's the God of peace. Gott ist nicht der Autor der Verwirrung, aber der Gott des Friedens. Our enemy, he wants to steal your peace. Unser Feind möchte unseren Frieden stehlen. He wants to put confusion in your mind. Und er möchte Verwirrung in deine Gedanken bringen. Uncertainty, you are not sure. Und Unsicherheit, du bist dir nicht sicher. He wants you to lose your direction, your sense of direction. Er möchte, dass du deinen Weg verlierst. Because if you are confused, then you are in the position of making mistakes. Weil wenn du verwirrt bist, dann bist du so in der Position, dass du Fehler machst. But God is the God of peace. Aber Gott ist der Gott des Friedens. Can I hear an amen? Den Amen hören. He is the Prince of Peace. Er ist der Prinz des Friedens. You know, I like the English translation more than the German. Ich mag die englische Übersetzung mehr als die deutsche. The German says Frieden first. Im Deutschen heißt es Friedensfürst. He's not just a first, he's the Prince. Er ist nicht nur ein Fürst, sondern der Prinz. Jesus said, peace I Jesus leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Imagine that. Stellt euch das vor. Jesus said, my
Jesus hat gesagt, meinen Frieden. You know, David came back from Canada. David ist aus Kanada zurückgekommen. Oh, because you're blunt this morning. So. He came home, he was wearing winter boots. Hatte Winterstiefel an, But it was his grandfather's winter boots. es waren die Stiefel von seinem Opa. And he has so many clothes from his grandfather. Und hat so viele Kleidung von seinem Opa. So he is wearing the boots of his Lolo. Also hat er die Stiefel von seinem Opa getragen. Jesus said, I give you peace. Jesus hat gesagt, ich gebe euch Frieden. My peace I give to you. Meinen Frieden gebe ich euch. You know, it's his Lolo's boots that he's wearing. Es sind die Stiefel von seinem Opa, die er getragen hat. The peace that you have Den Frieden, den du hast, is the peace that Jesus has. ist der Frieden, den Jesus hat. Wow, I tell you that is perfect peace. Wow, das ist perfekter Frieden. Am I talking to anybody? Kasi pa kayo? You know, there are certain artifacts, you know. Es gibt bestimmte, There's this boat that was used by Napoleon Bonaparte. zum Beispiel das Boot, das Napoleon Bonaparte benutzt hat. It's very expensive Es ist sehr teuer, because they say, oh, Napoleon Bonaparte used this boat. weil die sagen, Napoleon Bonaparte hat dieses Boot benutzt. The peace that you have is the peace of the Lord. Und den Frieden, den du hast, das ist der Frieden des Herrn. I think it has to sink. Now, the word peace in Hebrew, Das Wort Frieden im Hebräischen shalom. heißt Shalom. Say it, shalom. Sag mal Shalom. Shalom, when they say shalom, Shalom, it means peace. das heißt Frieden. But it's not just the peace that we know. Aber das ist nicht nur der Frieden, den wir kennen. It means health, Es bedeutet Gesundheit, peace of mind. Frieden von Gedanken It means complete. und auch komplett Ganzheit. You know, nothing is broken. Also nichts ist gebrochen. When they say shalom, Wenn die sagen Shalom, complete. das ist komplett. You're whole. Du bist ganz Your soul is whole. und deine Seele ist ganz. Your heart is not traumatized. Dein Herz ist nicht traumatisiert. You are healthy, spirit, soul, and body. That is shalom. Du bist gesund im Körper, im Geist und auch in der Seele. So when a Hebrew says shalom, Und wenn ein Hebräer Shalom sagt, he is blessing you. dann segnet er dich. It's not just, oh, peace be with you, no? Es ist nicht nur so, Frieden sei mit dir. In the 1960s, you know, peace, man. It's not just peace, man. Nicht so, wenn man sagt, so, Peace, Mann. But shalom is a blessing. Shalom ist ein Segen. When Jesus said, peace I give to you, he is blessing us. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch Frieden, dann segnet er uns. And remember, he is the Prince of Peace. Und erinnert euch, er ist der Prinz des Friedens. He has all the right to give or to pronounce peace because he is the Prince of Peace. Er hat das ganze Recht, uns Frieden zu geben, weil er ist der Prinz des Friedens. Now, in the world, even United Nations, they define peace as the absence of conflict. In der Welt, auch die Vereinten Nationen, die definieren Frieden als den, also keine Abwesenheit von Konflikt. That's not peace that we know. Das ist nicht der Frieden, den wir kennen. We have conflict. Wir haben Konflikt. We have an enemy. Wir haben einen Feind. We are not pacifists. Wir sind keine Pazifisten. You know, pacifists, they just, oh, no fighting, no fighting, no fighting.
Pazifisten sind einfach gegen Kampf. We are not passive. Wir sind nicht passiv, We are active. wir sind aktiv. We enforce the kingdom of God. Wir bekräftigen das Königreich Gottes. Jesus said, "Blessed are the peacemakers." Jesus hat gesagt, gesegnet sind die Friedenstifter. For they shall be called sons of God. Sie sollen Söhne Gottes genannt werden. So we are not pacifists, Wir sind nicht Pazifisten, but we are peacemakers. aber wir sind Friedensbringer. How do we make peace? Wie bringen wir Frieden? When the Prince of Peace is there, Wenn der Prinz des Friedens da ist, then there is peace. dann ist da Frieden. If the Prince of Peace is not there, there's no peace. Wenn der Prinz des Friedens nicht da ist, ist kein Frieden da. The pacifists want no shooting, no fighting, but the Prince of Peace is not there, there's no peace. Wenn der Prinz des Friedens nicht da ist, dann ist da auch kein Frieden. Now, this peace we're talking about goes beyond logic. Der Frieden übertrifft die Logik. Philippians 4, 6, 7 says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Amen. Sorgt euch nicht um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Our peace is not dependent on what our mind or what the logical circumstances say. Unser Frieden hängt nicht davon ab, was die logischen Umstände sagen. You know my story. Ihr kennt meine Geschichte. When we came to Germany, Als wir nach Deutschland gekommen sind. we did not have a salary. Wir hatten kein Gehalt. Our church in the Philippines could not afford to support us every month. Und unsere Gemeinde auf den Philippinen konnte es sich nicht leisten, uns jeden Monat zu unterstützen. They could not even pay for our plane ticket. Sie konnten nicht mal unser Flugticket bezahlen. I came here with Irma. David was 1.5 years old. Ich kam hier mit Irma und David war 1,5 Jahre alt. In my mind, In meinen Gedanken where are you going to stay? war, wo How werden will you wir survive? leben, wie werden wir Where are you going to überleben, get your money? wo bekommen wir das Geld her? Everything in the mind Alles war in meinen Gedanken. tells you, be worried, be worried, be worried. Und alles hat gesagt, ja, du musst dir Sorgen machen. But you know, I heard the voice of God. Und ich habe die Stimme Gottes gehört. God told me, I'm sending you to Germany. Gott hat mir gesagt, ich sende euch nach Deutschland. And He specifically told me Stuttgart. Und er hat mir ganz speziell gesagt, Stuttgart. He even revealed to me the name Peter Benz. Er hat mir auch den Namen Peter Wendt offenbart. I heard from God. Ich habe das von Gott gehört. And when we came here, Als wir hierher gekommen sind, I had a peace hatte ich einen Frieden, that goes beyond understanding. der über das Verstehen geht. Because my understanding says, Weil mein Verständnis hat gesagt, panic! Panik, How will you survive? wie werden wir überleben, Mann? But in my heart, Aber in meinem Herzen, I knew I was in the will of God. da wusste ich war im Willen Gottes. I was moving by faith. Und ich habe mich im Glauben bewegt. There is a peace that goes beyond logic. Es gibt einen Frieden, der über der Logik ist. Now, I'm not telling you not to use your common sense. There is such a thing as common sense. Ich sage nicht, dass ihr nicht logisch nachdenken sollt. Es gibt Logik. I don't want you just to be weird. Ich will nicht, dass ihr einfach komisch seid. But there's going to be times that God will speak to you. Aber es gibt Zeiten, wo Gott einfach spricht. He will tell you to do things Und wo er dir Dinge sagt, die du tun sollst. that your mind tells you, I cannot do it, I cannot do it. Und deine Gedanken sagen, ich kann das nicht tun. But there is a peace that guards your heart. Aber es gibt dann einen Frieden, der dein Herz beschützt. It guards your heart. Es beschützt dein Herz.
How many times you've experienced in the airplane there's turbulence? Wie oft habt ihr schon im Flugzeug so Turbulenzen erlebt? Your mind tells you, oh, panic, panic, panic. Und in deinen Gedanken kommen Panik. But in your heart, you know, my time's not yet up. Aber in meinem Herzen weiß ich dann, meine Zeit ist nicht vorbei. I'm still gonna preach. Ich werde dort noch predigen. There is a peace that guards your heart. Es gibt einen Frieden, der dein Herz beschützt. Don't allow the devil to rob you, to steal your peace. Erlaube dem Teufel nicht, deinen Frieden zu stehlen. I'll repeat that again. Ich werde es wiederholen. Jesus gave you peace. Jesus hat dir Frieden gegeben. Don't let anybody take it away from you. Lass niemanden diesen Frieden von dir wegnehmen. Look at this. And the God of peace will soon crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Und der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. You see, peace is a weapon. Frieden ist eine Waffe. The God of peace. Der Gott des Friedens. He's gonna crush Satan. Er wird Satan unter die Füße treten. Okay, do you still picture Jesus Christ in the courtroom of Pontius Pilate? Kennt ihr das Bild von Jesus im Gerichtssaal von Pontius Pilatus? So many liars saying false accusation against Jesus. So viele Lügner sagen so falsche Behauptungen gegen Jesus. How did Jesus react? Wie hat Jesus reagiert? Was Jesus a picture of panic and fear? War Jesus ein Bild von Panik und Was he? Angst? Oh, no. Hatte er Angst? Oh, nee, tut das nicht. Was he arguing with the accusers? Hat er mit denen argumentiert? Mit den Anklägern? He was quiet. Er war ruhig He was peaceful. und er war voller Frieden. And Pontius Pilate was going mad. Und Pontius Pilatus hat es nicht verstanden. He has seen so many accused people in his courtroom. Er hat so viele Angeklagte schon gesehen in seinem Fight! They fight! They fight to defend themselves. und viele haben sich halt schon haben gekämpft, um sich selber zu verteidigen. Some people try to bribe Pontius Pilate. Manche haben vielleicht ihn versucht zu bestechen, But here was Jesus. He was so peaceful. aber Jesus war so voller Frieden. And Pontius Pilate said, don't you understand what's happening here? Und Pontius Pilatus hat gesagt, verstehst du nicht, was hier passiert? Don't you know I have the power to send you to your death? Weißt du nicht, dass ich die Kraft habe, um dich in den Tod zu schicken? Because his logical mind could not comprehend the reaction of Jesus. Weil sein logischer Verstand konnte nicht die Reaktion von Jesus verstehen. And then Jesus tells Pontius Pilate, you don't have any power over me. Jesus hat gesagt, du hast keine Macht über mich. You see, the God of peace was crushing Satan. Weil der Gott des Friedens hat Satan getreten. Now, let me clear this up. Lass mich das klarstellen. I am not talking about positive thinking. Ich rede nicht über positives Denken. This is not psychology. Das ist nicht Psychologie. When you hear from God, Wenn du von Gott hörst, when you know the will of God, wenn du den Willen Gottes kennst and you are in the will of God, und du bist im Willen Gottes, that is peace. das ist Frieden. Hello? Amen. You could have all the positive thinking, Du kannst alles positives Denken haben. but if you are not in the will of God, Aber wenn du nicht im Willen Gottes bist, you will never have peace.
dann hast du nie Frieden. I'm telling you, Ich sage you auch, will not have peace. du wirst keinen Frieden dann haben. If you are living in disobedience, Wenn du in Ungehorsamkeit lebst when you do not believe in the Word of God, und wenn du das Wort Gottes nicht you glaubst, don't know the Word of God, du kennst das Wort Gottes you nicht, live outside the will of God, du lebst außerhalb vom Willen Gottes, no psychology will help you. dann wird dir keine Psychologie helfen. You need the Prince of Peace. Du brauchst den Prinz des Friedens. And you know, rest. You need to learn to rest in Him. Du musst lernen, in ihm zu ruhen. I want you to listen to this. Ich möchte, dass ihr zuhört bei We dir. only have one work. Wir haben nur eine Arbeit. We need to work to enter into the rest of God. Wir müssen arbeiten, um in die Ruhe Gottes zu kommen. Because you cannot do anything. Weil du kannst nichts tun. He is the vine, we are the branches. Er ist der Wein und wir sind die Reben. We need to connect to the vine. Wir müssen mit dem Wein verbunden sein. Make sure that you are connected to the vine. Sei dir sicher, dass du mit dem Wein verbunden bist. That is your work. Das ist deine Arbeit. We work to enter into Him. Wir arbeiten, dass wir in ihm rein. And when we are in Him, Und wenn wir in ihm sind, then we have rest. haben wir Ruhe. Rest. Ruhe. Now remember this. He is the God of Sabbath. Erinnert euch, er ist der Gott des Sabbats. Now we're not Seventh-day Adventists. Wir sind keine Siebentags-Adventisten. But you know, many times we forget that He is the God of Sabbath. Aber wir vergessen oft, dass er der Gott des Sabbats ist. You know, how many people literally drop dead because they're overworked? Viele fallen schon fast tot um, weil sie überarbeitet sind. What is the Japanese term? Do you remember the Japanese term? There's a Japanese word. Because many Japanese, they drop dead. Es gibt so ein japanisches Wort dafür, tot umfallen von der Arbeit. They forget Sabbath. Sie vergessen den Sabbat. We need to rest. Wir müssen ruhen. Now, not just rest physically, Nicht nur körperlich ruhen, we need to rest in our souls. wir müssen in unserer Quelle ruhen. And Jesus said, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr arbeitet und schwere Last trägt. Und ich werde euch Ruhe dort geben. Write it down, Matthew 11:28. Schreibt das auf, Matthäus 11:28. I hope it's correct. But, Matthew 11:28. Double check. Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthäus 11:28. Kommt zu mir, die ihr schwer arbeitet und Stimmt oder schwere stimmt? Last trägt. Stimmt das? Ist es stimmt? Schau mal. Ja. Richtig? Matthew 11:28. Okay. Seid ihr noch da? Ja. Seid ihr noch da? Achtung. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Wer festen Friedens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Try to translate the English. Du wirst ihn in perfekten Frieden halten, dessen Gedanken auf dich fokussiert sind und der dir vertraut. So, have you seen a teenager, or have you seen somebody who's in love? Habt ihr einen Jugendlichen gesehen oder jemanden, der verliebt ist? So in love. So verliebt? You know, I remember driving in Frankfurt. Ich weiß noch, wie ich nach Frankfurt gefahren bin. There's this overpass. Da gibt es diese Brücke. Stacy, I love you. Stacy, ich liebe dich. I was thinking, how did this guy climb up there? Wie ist er da hochgeklettert? So in love. Er verliebt. Stacy, I love you. And then you see these teenagers. You look at them, they're in heaven. Die Jugendlichen, die sind wie im Himmel. They're in love. So verliebt. Are you in love with Jesus? Seid ihr verliebt mit Jesus? Your mind is stayed on Jesus. Und ist dein
Gedanken sind die auf Jesus fokussiert. It will show in your face. Du wirst es im Gesicht erkennen. Are you still here? The peace comes from His presence. Der Frieden kommt von seiner Gegenwart. And before the throne there was a sea of glass, like unto crystal. And in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Wesen voller Augen vorne und hinten. Now it says in the throne of God there was a sea. Es heißt, vor dem Thron Gottes war ein Meer. When you hear the word sea, Wenn ihr das Wort Meer hört, what is there in the sea? was ist im Meer? How does a sea look like? Wie sieht ein Meer aus? Peter? There are waves in the sea. Es sind Wellen im Meer, The sea is moving. das Meer bewegt sich, But this sea is not moving aber dieses Meer bewegt sich nicht, because it's a sea of glass. weil es ist ein Meer aus Glas. This is your glass. Das ist ein Glas. Is there a wave? Ist da eine Welle? It's glass. Das ist Glas. It's a sea of glass like unto crystal. Es ist ein Meer aus Glas wie Kristall. In the throne room of God is perfect peace. Im Thronsaal Gottes ist perfekter Frieden. There's no waves, there's no ups and downs, ups and downs, ups and downs. Es gibt keine Wellen, es gibt kein Hoch und Runter. It's like glass. Es ist wie Glas. Peaceful. Friedvoll. Spend time in the presence of God. Verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Stay in the presence of God. Und bleib in der Gegenwart Gottes. Be in the throne room of God. Sei im Thronsaal Gottes. Now, Amy's mentioned about us being seated together with Christ. Amy hat davon erzählt, wie es ist, in der Gegenwart Gottes zu sitzen. That's in Ephesians. Das steht in Epheser. Ephesians 2:4. Epheser 2:4, glaube ich. Wir sind zusammen. We are seated together with Christ in the heavenly places. In Christ. We are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Wir sitzen in den himmlischen Ort zusammen mit Jesus Christus. Is it Epheser 2:4? Anyway. Epheser 2:6. Oh, schade. 2:6. So, if we are seated in the throne of God, Wenn wir beim Thron Gottes sitzen, there is peace. dann ist dort Frieden. Listen, throne. Thron. Throne means rulership. Thron heißt Herrschaft. Listen, you will rule over your problems if you are in a place of peace. Du wirst über deine Probleme regieren, wenn du am Ort des Friedens bist. When you are panicking, Wenn du voller Panik bist, you're full of worry, voller Sorgen, you are not ruling. dann regierst du nicht. You're not in the throne. Du bist nicht am Thron. But when you're seated on the throne, Aber wenn du auf dem Thron sitzt, in Christ, in Jesus, it's a sea of glass. da ist das Meer voller Glas, Peace. Frieden. Jesus said, why do you worry? Jesus sagt, warum macht ihr euch Sorgen? You know, can you, Sorgen länger leben. schade, for Filipinos, we'll be maybe taller now. Könnt ihr dann wachsen durch Sorgen, weil vielleicht werden wir dann größer. But worrying does not make you grow. Aber Sorgen macht dich nicht größer. Worrying reduces the number of your hairs. Sorgen reduziert die Anzahl deiner Haare. You know, some people, Manche Leute, they try to remember, say, wait a minute, I was worried a while ago for something. What was I worried about? worum mache ich mir Sorgen? Manche wissen es gar nicht mehr, worum sie sich Sorgen machen. Is God good? Ist Gott gut? Then there's no need to worry. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. We do not deny the existence of the problem. We need to solve problems. Wir verleugnen nicht die Probleme, wir müssen die lösen. But don't surrender
aber gib deinen Frieden nicht weg. Are you listening? Yes. We have the song.